Ich halte den Aufbau, die Struktur, die Organisation der jüdischen Gemeinde, so wie wir sie haben in Münster, verbrieft und verfasst in der Satzung, für sehr angemessen, für sehr gut, weil sie ist demokratisch strukturiert. Und weil sie so ausgelegt ist, dass sie eine Community von Laien für Laien ist jeder eigentlich eingebunden. Unsere Gemeinde in Münster, die jüdische Gemeinde, ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das bedeutet, sie ist eine autonome, sich selbst verwaltende Gemeinde, gibt sich selbst eine eigene Satzung. In der Satzung ist alles festgehalten, wie zum Beispiel, dass sie religiös ausgerichtet ist, nach dem Religionsgesetz. Nach den Schrecken des Holocaust entstanden die sogenannten Einheitsgemeinden mit einer konservativ-traditionellen bis orthodoxen Ausrichtung, so auch hier in Münster. Die jüdische Gemeinde ist wie folgt demokratisch gegliedert. Das bedeutendste Organ ist die große Mitgliederversammlung mit allen stimmberechtigten Mitgliedern. Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Entlastung des Vorstandes, des Jahresberichtes, die Tätigkeit im Finanzbericht. Wenn Satzungsänderungen anstehen, führt die Mitgliederversammlung den Beschluss herbei. Oder wenn eine Wahl ansteht, dann verabschiedet sie die Wahlordnung. Ein weiteres Organ der Gemeinde ist die Gemeindevertretung. Sie wird aus der Reihe der Mitgliederversammlung gewählt. Ihre Aufgabe ist, das Ohr an der Basis der Gemeinde zu haben, zu hören, wo sind die Interessen der Gemeinde und sie vor allem auch dann gegenüber dem Vorstand zu formulieren. Das dritte Organ in der jüdischen Gemeinde ist der Vorstand. Dem Vorstand obliegt so die Organisation, die Koordination, dass die Gemeinde, das Gemeindeleben nach innen hin funktioniert. Und ihm obliegt auch die Außenvertretung der jüdischen Gemeinde. Unsere Gemeinde in Münster ist dem Landesverband der jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe angeschlossen. Die Aufgabe unseres Landesverbandes ist, die jüdischen Gemeinden zu fördern, finanziell, materiell, personell und hilft auch bei der Integration jüdischer Migranten. Eine weitere Aufgabe ist, die politischen Interessen der jüdischen Gemeinden zu bündeln und gegenüber den Landesregierungen oder auch der Bundesregierung zu vertreten. Unsere Gemeinde in Münster lebt von vielfältigem Engagement ihrer Mitglieder. Einige wenige dieser Aufgaben werden von hauptamtlich beschäftigten Mitgliedern übernommen. Der Großteil aber wird ehrenamtlich getragen. Für die Gestaltung des jüdisch-religiösen Lebens innerhalb der Synagoge sind auch verschiedene Personen in unserer Gemeinde zuständig. Einmal der hauptamtliche Kantor. Seine Aufgabe ist es, den Gottesdienst zu gestalten, zu rezitieren, und er koordiniert die Gemeinde im Gebet. Dann gibt es den Gabbe. Seine Aufgabe ist, den Gottesdienst zu unterstützen, beim Aufruf der Mitglieder zur Tora zu helfen und auch für einen reibungslosen Ablauf des Gottesdienstes zu sorgen. Wir hätten ganz gerne ein drittes religiöses Amt auch besetzt, nämlich das religiöse Amt eines Rabbiners. Wir sind als jüdische Gemeinde auf der Suche. Der Rabbiner hat Judaistik viele, viele Jahre studiert und ist in einer Gemeinde geistiger Mentor. Er legt die Tora aus, ist also Prediger. Er ist aber auch Religionslehrer. Er ist Spender von Hoffnung bei Krankheit oder im Todesfall von Mitgliedern auch Trostspender. Ein wichtiges Amt ist die Chevrat Kadisha. Das sind die Mitglieder, die Sterbende begleiten und nach dem Eintritt des Todes für die rituelle Reinigung, Waschung, Einkleidung und Bestattung Verstorbener zuständig sind. Denn so geben wir den Verstorbenen auch nach Eintritt des Todes nicht in fremde Hände. Es ist ein hohes Ehrenamt,
einer der größten Mitzvot-Pflichten im Leben eines Juden, einer Jüdin. Die jüdische Gemeinde mit ihrer Synagoge. Dies hier ist der Kristallisationspunkt für alle Juden in Münster, dass sie wissen, sie haben hier am Ort auch ein jüdisches Zuhause. Hier wird die Geburt gefeiert, hier findet die Beschneidung statt, hier findet die Feier für die Religionsvolljährigkeit statt, hier findet im günstigsten Fall auch die Ehe unter dem Baldachim statt. Und in der jüdischen Gemeinde versammeln die Mitglieder sich zum Gebet, zu den Feiern, zu den Mitgliederversammlungen. Judentum, die jüdische Religion, vollzieht sich nur durch und mit in der Gemeinschaft. Was für mich die Gemeinde charakterisiert, ist vor allem ja, ihre Weltoffenheit, dass 95% unserer Gemeinde halt aus russischsprachigen Ländern kommen. Ich finde es eine Bereicherung, dass wir so viele neue Mitglieder haben und so viele neue Mentalitäten und ja, Typen, Menschentypen hat. Was unserer Gemeinde fehlt, das ist einmal der Rabbiner, den ich mir sehr wünsche. Was ein bisschen fehlt, das ist eine größere Beteiligung unserer Mitglieder an unseren Schabbat-Gottesdiensten. Was fehlt und ich mir auch wünschen würde, eine stärkere Beteiligung unserer Kinder und Jugendlichen an Angeboten unserer Jugendleiter im Jugendclub Hatikva. Leute mit 30, 40, die haben eigene Familien, sind voll integriert und die brauchen die Gemeinde nicht. Die kommen auch nicht, die kommen nicht zum Gottesdienst, die kommen wenig zu Veranstaltungen. Wir haben ja alle möglichen Veranstaltungen. Und dass sie die Kinder bringen, dass wir eine Zukunft sehen. Und das ist mein sehnlichster Wunsch, dass alle Alterskategorien hier vereint sind. Es ist für mich eine Ehre, in der jüdischen Gemeinde als Vorsitzender ehrenamtlich tätig sein zu können. Und eine besondere Verpflichtung, die auch beinhaltet, dass ich überwiegend auch ansprechbar bin für unsere Gemeinde, für ihre Nöte, für ihre Sorge und dass ich dafür auch ein offenes Ohr habe.